begrüße euch wieder herzlich auf meinem Kanal. Ich bin staatlich geprüfte Kosmetikerin und Wellnessberaterin Katharina Vogel und im heutigen Video zeige ich euch, wie ich einen komplett natürlichen Make-up-Look schminke mit den reinen Pflegeprodukten von 100% Pure. Das Kosmetikunternehmen 100% Pure wurde 2005 durch die Gründerin Suzy Wang in Kalifornien aufgebaut. Suzy Wang entwickelte unter anderem ein natürliches Konservierungssystem auf der Basis von Vitaminen, Oregano, Thymian und japanischen Geißblatt sowie ein absolut einzigartiges und patentiertes Verfahren der natürlichen Färbung mit Gemüsepigmenten, Fruchtpigmenten und Blütenextrakten, die die Haut nicht nur verschönern, sondern voll an Antioxidantien sind, sodass die Haut auch dadurch gestärkt und geschützt wird. Des Weiteren setzt 100% Pure auf biologisch abbaubare Rezepturen, recycelte Verpackungen und den Tierschutz. Der heutige Make-up-Look ist für alle Hauttypen geeignet. Ich persönlich habe sehr trockene und empfindliche Haut mit der Neigung zur Neurodermitis und kann meine Haut wunderbar mit den 100% Pure-Produkten pflegen und schminken. Durch den farblichen Einsatz von rosa und zarten Nude-Tönen sowie Highlightern auf der Basis von Mineralien und Edelsteinen verstärken wir unsere positive Ausstrahlung. Ich wünsche euch nun viel Freude und viel Wohlbefinden bei dem heutigen Happy Face Make-up Tutorial. Ich beginne mit der Hydration meiner Haut. Dafür nehme ich zuerst das Rosenwasser-Gesichtsspray und anschließend die Rosenwasser-Feuchtigkeitsmilch. Durch Rosenwasser, Aloe Vera Saft, Squalan und Hyaluronsäure erhält meine Haut die perfekte Basis für das anschließende Make-up. Anschließend folgt der Luminous Primer. Dieser silikonfreie, geschmeidig machende und porenverfeinernde Primer enthält Antioxidantien und ist voll an Vitamin E, Jojobaöl, Grüntee und Avocado. Ich trage die Fruit Pigmented Full Coverage Water Foundation in warm 4.0. Diese trage ich zuerst großflächig auf mein ganzes Gesicht auf. Ich verblende die Water Foundation mit dem Make-up Blender von 100% Pure für ein natürliches und samtiges Finish. Die Deckkraft der Water Foundation kann auch aufgebaut werden. Für den heutigen Happy Face Make-up Look blende ich das Make-up so weit aus, dass ich eine zarte und leichte Grundierung erhalte. Den Second Skin Concealer trage ich zuerst auf der Gesichtsmitte auf, unterhalb meiner Augen, entlang der Nase, um den Mund herum, um alle Schattierungen aufzuhellen. Auch den Second Skin Concealer blende ich mit dem Make-up Blender aus. Die Formulierung des Second Skin Concealers besteht unter anderem aus Pfirsichpigmenten, Lavendel, Kakaobohne und Kakaobutter. Der Second Skin Concealer korrigiert optimal alle Schattierungen und Rötungen auf meiner Haut. Die sanfte Grundierung ist gesetzt. Die Grundierung fixiere ich mit dem Bamboo Blur Powder in Shape Medium. Den Bamboo Blur Powder verteile ich auf meiner Nase, unterhalb der Augen, auf der Stirn und auf meinem Kinn. Die mattierende Formulierung besteht unter anderem aus Bambus-Kieselerde, Papaya und Grüntee. Als nächstes folgt das Contouring. Zum Auftragen nutze ich den abgeschrägten Konturenpinsel von 100% Pure und trage damit die Fruit Pigmented Powder Foundation in Toffee auf alle meine Gesichtskonturen auf. Dadurch erhält mein Gesicht eine ganz feine und zarte Schattierung.
kommen wir zum Augen-Make-up. Den Lidschatten nutze ich aus der Fruit Pigmented Berry Naked Palette. Ich beginne mit dem Farbton Vivid und trage diesen dicht entlang des unteren Wimpernkranzes auf. Am äußeren Augenwinkel angekommen, ziehe ich den Lidschatten etwas über den äußeren Augenwinkel hinaus. Anschließend trage ich den Farbton Vivid dicht entlang des oberen Wimpernkranzes auf. Den zarten Nude Gold Farbton Beam trage ich zuerst etwas oberhalb der äußeren Lidfalte auf und dann auf das ganze bewegliche Augenlid. Zum Abschluss folgt der anthrazitbraune Lidschatten Splendor mit leichtem Bronzeschimmer. Diesen trage ich nur auf den äußeren Teil des beweglichen Augenlids sowie in die äußere Lidfalte und leicht oberhalb darüber auf. Nun folgt der wichtige Schritt des Ausblendens der Lidschatten für einen natürlichen und sanften Look. Den Creamy Long Last Liner in Dark Cacao trage ich entlang des unteren inneren Augenlidrandes auf. Am äußeren Augenwinkel ziehe ich den Dark Cacao Liner etwas über den Rand hinaus. Den Long Last Liquid Eyeliner in Black Tea trage ich dicht entlang des oberen Wimpernkranzes auf. Am äußeren Rand angekommen, ziehe ich auch hier den Liquid Eyeliner etwas darüber hinaus. Der Farbton Black Tea gibt den Augen eine natürlich schwarze Tiefe, ist hochpigmentiert und langanhaltend.
Meine Augenbrauen ziehe ich mit dem Long Last Brows Gel in Soft Brown nach. Das natürliche Augenbrauengel lässt sich leicht auftragen und füllt alle Zwischenräume perfekt auf. Inhaltsstoffe wie schwarzer Tee, Biotin und Provitamin B5 pflegen die feinen Augenbrauenhärchen. Mit dem 100% Pure Eyelash Curler bringe ich meine Wimpern vor dem Mascara in Form für einen wacheren und offenen Blick. Zum krönenden Abschluss des Augen-Make-ups folgt der Fruit Pigmented Ultra Lengthening Mascara in Black Tea. Dieser hat einen herrlichen fruchtigen Duft und gehört zum Superstar des 100% Pure Sortiments. Blaubeer- und Himbeerextrakte, Kaffeebohne, Vitamin E und Provitamin B5 sind nur einige wenige unter den vielen Pflegestoffen dieses Mascaras. Der Ultra Lengthening Mascara macht die Wimpern schön dicht und lang. Für das Lippen-Make-up nehme ich den Fruit Pigmented Pomegranate Oil Anti-Aging Lipstick in Foxglove. Dieser frische und positive rosa Nude-Ton passt perfekt zum Happy Face Make-up Look. Anschließend drücke ich leicht meine Lippen an einem Kosmetiktuch aus. Den Lippen-Make-up-Look runde ich mit dem Lip Caramel Ganache Lipgloss ab. Dafür trage ich nur in der Mitte auf dem Lippenherz etwas Gloss auf. Dadurch erhalten die Lippen einen volleren Look. Der Happy Face Look ist fast komplett, es fehlt nur noch etwas mehr frische Farbe auf dem Gesicht. Ich beginne mit dem Cocoa Pigmented Bronzer in Cocoa Kissed und trage diesen, nachdem ich die Überschüsse vom Pinsel leicht abgeschüttelt habe, großflächig auf alle Gesichtsrundungen auf, wie Wangen, Stirn und Kinn. Der Kakao-Bronzer gibt dem Look eine sonnengeküsste und strahlende Wärme. Ich nehme den Blush-Ton Afterglow aus der Fruit Pigmented Berry Naked Palette. Dieser rostfarbene Pfirsich-Rosa Rouge gibt eine leichte und liebenswerte Ausstrahlung. Zum Schluss gebe ich dem Gesicht ein erholtes Glowy Finish mit dem Illume Luminizer und Highlighter aus der Fruit Pigmented Berry Naked Palette. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Mitmachen und Zuschauen. Hat euch der Happy Face Make-up Look heute gefallen, so freue ich mich über ein Like. Möchtest du weitere Make-up-Tutorials von mir sehen, so lass es mich in den Kommentaren wissen. Abonniere auch meinen Kanal und aktiviere die Glocke.
Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe und ein strahlend gut gelauntes Gesicht. Bis bald!